Rückspiel in der Champions League gegen Aston Villa, Viertelfinale. Das Hinspiel hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aston Villa hat eine richtig, richtig stabile Truppe. Gute Spieler drin, unter anderem Vasquez, Alaba, Borja Iglesias vorne drin. Dazu noch Werner als Sprinter. Junge Leute. Haben wir aber auch. Wir haben auch eine gute Truppe. Wir haben auch junge Leute, erfahrene, entwicklungsfähige Spieler. Von daher bin ich gespannt, wie das heute wird. Hinspiel 1-1. Haben wir leider verpasst, noch ein zweites und ein drittes nachzulegen. Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Und Aston Villa ist dann nochmal durch einen Elfmeter, glaube ich, durch Borja Iglesias rangekommen. Und von daher wollen wir jetzt auch in der Champions League noch eine Runde weiterkommen ins Halbfinale. Wie geil wäre das denn? Und wir sind schon mal gut dabei, Orban. Erste Chance, genauso. So wie es in der Bundesliga gerade läuft. Meisterschaftsanwärter, Meisterschaftskandidat, weiß ich nicht. Wir stehen auf jeden Fall oben. Pokalfinale. Wir können also richtig viel gewinnen. Wir können aber auch einiges verlieren, wenn wir heute ausscheiden sollten. Kopfballschuss Kalajdzic. Gut, in der Liga sollen wir eh nur Vierter werden. Das war das Ziel. Das haben wir, glaube ich, erreicht soweit. Wir haben, glaube ich, ein paar Punkte Vorsprung, dass das nicht mehr schief gehen wird. Hoffentlich. Aber trotzdem durchziehen bis zum Ende. Und im Pokal, da wartet Mainz 05, glaube ich, ne? Ja, die haben ja gegen Augsburg, glaube ich, das andere Halbfinale damals gespielt. Achtung, Aston Villa kommt. Das erste Mal über Borja Iglesias. Den müssen wir heute unbedingt gestellt bekommen. Natürlich Werner auch, aber Iglesias vorne als Strafraumstürmer, ey. Der braucht halt auch nicht viele Chancen, ne? Der weiß, wie es geht. Kamara, Diaby, Achtung, Ex-Leverkusener haben wir. Und Reste zur Not ist auch noch hinten da. Der braucht natürlich heute auch einen guten Tag. Ah, Mr. Europa League ist auch wieder da. Unai Emery. Der soll in der Euroleague weiterspielen. Der soll da seine Titel holen. Der soll uns hier in Ruhe lassen. Ah gut, Aston Villa kommt. Diaby, Meyer. Ne, Van der Beek klärt. Und dann bin ich gespannt, ob das wie gegen PSG wird. Ob die uns hier anlaufen wie verrückt. Ich denke mal nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen ausgeglichener. Obwohl gegen PSG haben wir auch sehr gut mitgehalten. Aber das meine ich hier. Ne? In die Zweikämpfe reinkommen, wenn da 2, 3 Mann stehen, muss da halt mal auch einer von alleine hingehen. Und nicht immer nur, wenn... Oh, Achtung. Aston Villa presst. Dann müssen wir halt auch mal rausschlagen. Das machen sie gut. Gutes Mittelfeldpressing, aber Mamouche passt auf und dann geht es direkt natürlich wieder nach vorne. Versuchen hier unser Spiel gleich durchzubringen. Oh, Kadiodu. Es gab auch wieder ein Update, ein Gameplay-Update. Wer hätte es gedacht? Das wievielte? Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Also, es könnte sein, dass sich das Ganze hier auch ein bisschen schwerfälliger spielen lässt. Hört sich an wie schon mal eine Ausrede, wenn wir denn verlieren sollten. Aber nee, ist ja so. Es gab ja wirklich ein Gameplay-Update. Na gut, schauen wir mal. Mal über die andere Seite, Mamouche. Nee, da passt Vasquez auf. Wie gesagt, die haben sich halb Real Madrid hier geholt mit Alaba, Vasquez. Und die machen das halt richtig gut. Die haben im Mittelfeld, haben ein gutes Pressing. Über die Außen geht es dann schnell nach vorne. Also das wird heute, glaube ich, ein bisschen spannender und ein bisschen enger, hoffe ich. Als gegen PSG. Da war es auch knapp. Aber ihr wisst, was ich meine. So vom Ganzen her. Mamouche, Orban vielleicht mal in die Partie kriegen. Nee. Aber defensiv stehen wir bislang auch gut. Also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt, so wie gegen Paris, auf jeden Fall ein Tor schießen. 0-0 würde ja auch reichen, bis ins Elfmeterschießen. Aber da will ich gar nicht erst hin. Ich möchte das vor dem Elfmeterschießen klar machen. Und es geht schon mal gut los. 1-0. Durch Haraldsson. Der kommt auch immer besser rein. Gerade jetzt zum Ende der Saison. In der Crunch-Time, wie man so gerne sagt. Durch die Lücke. Gegen Moreno, gegen Alaba und auch Martinez hat da keine Chancen, an den Ball ranzukommen. Wichtig, knapp halbe Stunde jetzt gespielt. Wie im Hinspiel, Haraldsson mit der Führung. Hakon Arna Haraldsson, drittes Tor. Der macht nur schöne Tore. Ich glaube, Aston Villa war auch ein schönes Tor gegen die Latte. Dann gegen Zagreb natürlich sein direktes Ding und das war jetzt auch nicht so schlecht. Also 1-0. Das könnte natürlich das Spiel so ein bisschen auf den Kopf jetzt stellen, weil Aston Villa muss... Oh, und sie kommen über Werner. Achtung, jetzt wieder die Chance. 50-50. Gut, dass er ins Leere flankt. Ja, entweder stellen, dann ist in der Mitte halt einer frei, oder du gehst drauf, dann wird er halt in die Mitte spielen. Das ist... Siehst du immer doof aus. Und weiter geht's hier mit dem Mittelfeldpressing. Werner über außen. Iglesias lässt sich auch immer mal wieder fallen, aber Meyer ist da, klärt zur Ecke, alles gut. Heute müssen wir auch mental da sein. Physisch auch.
Aber natürlich auch mental. Das hier zum Beispiel, Freistoß ist alles okay, solange es dafür keine gelbe Karte gibt. Alles gut, alles okay. Ich schleiche mich hier schon mal raus aus bestimmten Gründen. Aber führen so kurz aus. So, da hinten, da darf er jetzt eigentlich nicht rauskommen, aber trotzdem, die schaffen es immer wieder. Ist jetzt egal, ob das Aston Villa ist oder irgendein anderer Gegner, die schaffen es halt immer wieder, sich aus diesen Lücken zu befreien, aber wir auch. Wir schaffen das auch. Mamouche gegen Torres. Und das muss Mamouche eigentlich hinkriegen. Oh, spitzer Winkel gegen Martinez. Schade. Aber auch aus spitzen Winkeln kannst du Tore machen, das ist nicht verboten. Und gerade Mamouche, wenn er dann gegen Pau Torres ist, da hat er eigentlich auch Geschwindigkeitsvorteile. Achtung, jetzt kommt aber Aston Villa mit der ersten Chance und es ist wieder, wie im Hinspiel, Borja Iglesias. Also die beiden Torschützen aus dem Hinspiel, die reihen sich hier auch ein im Rückspiel. Ja, durch einen Fehler. Durch einen kleinen, leichten Fehler, aber durch einen Fehler. Und dann ist die KI, wie gesagt, ganz eiskalt. Da kannst du da nichts machen. Borja Iglesias mit dem Ausgleich. Und es wird das enge Spiel. Es ist das enge Spiel, das knappe Spiel. Mir geht das Mittelfeldpressing so ein bisschen auf den Sack, was die gerade machen. Aber da vielleicht mal umstellen. 4-3-2-1 oder ein 4-2-2-2. Schauen wir einfach mal. Ugarte, hellwach, genau. Da müssen wir dann da sein. Dann vorne unsere schnellen Leute sehen. Ja, Orban, Haraldsson. Und ihr seht, die sind sofort wieder da. Die gehen rein ins Pressing. Ob das der Außenverteidiger ist, das ist sehr, sehr schwer. Und deswegen kann ich das auch gut verstehen. Das ist abseits, ja. Dass die auch gegen Madrid gewonnen haben. Die haben ja zwar im Elfmeterschießen gewonnen, glaube ich. Aber die haben gewonnen. Und bei Real musste dann halt auch erstmal mithalten, ne? So, und dann geht es mit dem 1-1 in die Pause. Ein sehr kurzlebiges Spiel. Geht schnell hin und her. Chancen auf beiden Seiten. Wobei das eine Tor natürlich von Aston Villa, das ist auch wieder typisch. Ballgewinn, dann will ich irgendwie dribbeln, dann will ich es rausspielen und dann ist halt leider dann ein Borja Iglesias da, der dann halt auch diese Chance nutzt. Aber gut, weiter, zweite Halbzeit. Wenn wir jetzt nochmal irgendwo einen Angriff gut zu Ende spielen, defensiv, dann hoffe ich, dass wir das hier entscheiden können. Hier im Mittelfeld, Van de Beek, müssen wir auch einfach da sein, aber die prallen einfach ab. Die prallen gefühlt von unseren Gegnern, von unseren Spielern ab, das ist denen egal. Das macht denen gar nichts und dann machen sie halt dieses Pressing. In Verteidigung geht man nach vorne, kommt raus und Kalajdzic sieht die Lücke gegen Alaba. Die beiden Österreicher zusammen. Und dann ist der Pfosten im Weg. Dann ist der Pfosten leider im Weg vor der erneuten Führung. Und jetzt aufgepasst, Fehlpass, Gott sei Dank. Aber hier, ihr seht, die gehen rein ins Pressing. Irgendwo muss ja dann eine Lücke sein. Hier. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Van de Beek schickt Orban. Ja, kriegt da nicht Alaba. Gut, das ist dann halt auch nochmal ein anderes Kaliber. Oh, Kalajdzic, Vorsicht. Das gibt nochmal Gelb. Aber genau das ist es halt, ne? Die Bälle hinter die Abwehr kriegen. Aber wie gesagt, die Verteidigung besteht halt aus David Alaba und aus Torres. Jetzt kriegt Kalajdzic noch Gelb. Klar, für die Grätsche, alles gut. Da brauchen wir dann so, ja, einen Geistesblitz wie in der ersten Halbzeit. Einmal Haraldsson, der sich zwischen die Verteidiger schleicht. Und Aston Villa kommt über Diaby. Jetzt gibt es ein bisschen Platz, Geschwindigkeit, Meier. Guck, das meine ich zum Beispiel. Diaby, der bleibt da einfach stabil. Und die stehen auch, glaube ich, ganz, ganz hoch. Mamouche ist da, guter Ballgewinn. Kein Foul und jetzt die Chance. Mamouche läuft unten durch, ich habe den gesehen. Ja, jetzt hat er keinen in der Mitte, aber wieder als Gegenspieler Pau Torres, wieder spitzer Winkel. Diesmal der Ball zurück. Oh, schade. Der wäre schön über Martinez rübergegangen, aber nicht rein ins Tor, glaube ich. So, Ugarte. Es wird ein bisschen schneller, es wird ein bisschen, ja, Zweikampf lustiger, sage ich einfach mal. Oh, auch da gelbe Karte für Diaby, oder? Roter Karton. Nee, gelbe. Gelbe Karte ist okay. Können wir machen. Das schießen wir nicht drauf, das spielen wir so aus. Wenn sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen würden, auch sehr, sehr geil. Ist halt auch nur hier in FIFA so, ne? Ey, wenn sich die
Wenn sich die eigenen Spieler gegenseitig im Weg stehen, dann kriegst du da wieder einen Freistoß gegen dich gepfiffen. Also ist ganz, ganz, schwere Kost wieder phasenweise hier. Aber gut, das wird sich nicht mehr ändern. Daran haben wir uns mittlerweile, glaube ich, gewöhnt. Fragt sich, ob sich da je was ändern wird. So, jetzt Achtung. Aston Villa mit der Chance. Ja, Gott sei Dank. Blind. Nicht gut ausgespielt, aber gehen wieder ins Pressing rein. Schieben da nach vorne mit dem Vierer Mittelfeld. Oh Gott, das war ganz, ganz wichtig. Aber Achtung! Nächste Chance. Und Resté. Das brauchen wir dann auch. Ein Keeper, der dann uns auch mal ein paar Bälle hält. Achtung, Eckball kommt. Pacho ist da. Und Van de Beek macht da klasse gegen Torres. Orban, Haraldsson. Jetzt muss der eigentlich schon auf der Außen längst durchstarten. Genau, so ist es. Abseits. Glück gehabt, dass wir den Anruf kriegen. Und dadurch den Ball behalten. Er landet wieder zurück hier. Buendia. Oh, zu große Lücke. Jetzt Werner. Achtung, wieder im Strafraum gegen 2-3 Mann. Wir stehen eigentlich sicher. Koch ist da. Kommt aber nicht ran und wieder ist es Resté. Jetzt hat Aston Villa so eine kleine Drangphase. Werden wieder stärker. Nächste Chance. Wieder Van de Beek. Der steht heute auch richtig gut. So, jetzt Orban. Allein gegen alle. Gegen Moreno. Oh, der ist auch leider schnell. Aber Orban ist schneller. Komm, jawohl. An allen vorbei. Das erinnert ja an Bale damals gegen Barcelona. Als er gegen Marc Bartra da schon im Seitenaus war und den trotzdem noch kriegt. Das war auch ein sensationelles Ding damals. Aber ihr seht, Orban vorne, der ist schnell, der hat Geschwindigkeit. Mamouche genauso. Und jetzt aufgepasst, Aston Villa kommt. Das war ein bisschen blind gegrätscht. Und jetzt die Chance. Durch Diaby. Am langen Pfosten vorbei. Oh, da war Pacho schon wieder auf dem Weg in den Urlaub. Hier rät ihm mal für Van de Beek. Frische Kräfte braucht das Spiel. Aber genau das. Und deswegen sind die richtig, richtig schwer zu bespielen. Aber auch Aston Villa hat natürlich Lücken. Kalajdzic mit Haraldsson. Gut gespielt. Nächste Chance. Macht er alleine. Haraldsson. 83. Und er stößt das Tor zum Halbfinale wieder richtig, richtig weit auf. Gut gespielt auf der Außen. Kalajdzic lässt sich fallen und dann ist es Haraldsson und dann, ja, muss er den alleine machen. Da kann er nicht in die Mitte spielen. Jetzt wechseln wir nochmal Larsen rein für Kalajdzic vorne. Gelbe Karte und nochmal ein bisschen fitterer und schnellerer Stürmer. Und Haraldsson schießt er uns mit seinem Doppelpack ins Halbfinale. Das wäre Wahnsinn. Sensationell. Und dann warten halt entweder Bayern oder Dortmund. Ich glaube, Leipzig sind die noch drin, wenn die weiterkommen sollten. Man City, Atletico oder Inter. Schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aber wir haben noch 5 Minuten mit Nachspielzeit. Ich erwarte jetzt nochmal einen Schlussspurt von Aston Villa. Vielleicht ergibt sich ja da nochmal eine Lücke. Eine Chance nochmal zu kontern. Aber wenn es dann soweit ist. Noch ist es nicht soweit. Iglesias lässt sich fallen. Oh, Diaby, kein Abseits. Und da ist er nämlich schon. Der Ausgleich. 2-2. Tja, hinten einmal nicht aufgepasst hier. Und da macht Diaby das, was auch Haraldsson macht. In Halbzeit 1 die Lücke suchen zwischen den Verteidigern und dann Resté natürlich auch ohne Chance. Das ist halt... Tja, bitter. Aber das habe ich auch erwartet. Wie gesagt, so ein ganz, ganz enges Spiel. Die sind halt echt stark. Wahnsinn. Haben gute Leute drin, so ist es ja nicht. Aber deswegen musst du es ja auch erstmal auf den Platz kriegen. Ne? Aber wir haben noch Zeit. Nachspielzeit läuft. Eine Chance vielleicht nochmal. Vielleicht umgehen wir jetzt die Verlängerung. Das wäre sehr, sehr gut. Mamouche macht das aus Spitzenwinkel. Nein, aber Opa. Nein. Der köpft vorbei. Warum jetzt der Alaba gefeiert wird, weiß ich nicht. Der stand halt gar nicht im Weg, glaube ich, ne? Gut, Wiederholung sehen wir nicht, aber Orban am leeren Tor köpft er vorbei. Der hat schon die schwierigsten Dinger gemacht. Und dann köpft er den Ball am Tor vorbei. Schade. Das wäre es natürlich gewesen. Aber gut, wir machen weiter. Wir gehen in die Verlängerung rein. 2 x 15 Minuten. Und dann eventuell auch noch Elfmeterschießen. Wahnsinn. Aber genau das ist ja das Geile. So Spiele, da ist immer Spektakel mit dabei. Es wird nie langweilig. Es fallen Tore. Viele Tore. Schöne Tore auch.
Und von daher gucken wir mal, wer jetzt hier mehr ins Risiko geht. Aber die verschieben auch richtig, richtig gut. Also ich wollte jetzt gerade hier den Außenverteidiger anspielen. Keine Chance, aber wir haben Haraldsson. Der ist heute auch richtig gut drauf. Larsen in der Mitte. Oder hinten Mamouche läuft da durch. Oh, Martinez hat aber die Ruhe weg. Das ist jetzt die Frage, ob wir uns jetzt so in so einen kleinen Flow noch reinspielen können. Vielleicht in der Verlängerung. Lieber später als nie. Wieder Haraldsson, dem würde ich ja noch ein drittes Ding zutrauen. Ja, Meier erstmal. Auch außen gegen Vasquez, aber das ist dann so ein bisschen blind. Einfach in den Gegner reingelaufen, aber jetzt muss er wieder hinten aushelfen. Hat er, macht er. Sehr schön. Und wir wieder mit ganz viel Platz oben mit 4, 5 Mann, die da frei sind. Oh, wenn wir das besser ausgespielt bekommen hätten. Also wir haben beide Lücken im Mittelfeld. Und wenn wir das einfach ein bisschen cleverer ausspielen, dann sind wir teilweise mit 3 oder 4 Mann im Strafraum. So wie jetzt zum Beispiel. Einfach die Ruhe bewahren. Einfach die Übersicht. Jawohl, auf Larsen oben. 101. Minute. Und das ist es. Die Führung erstmal wieder. Ja, perfektes Beispiel. Also das, was wir hätten auch machen in dem Spiel. Lücken reißen, große Lücken haben. Das hat Aston Villa halt auch. Und da musst du halt im richtigen Moment spielen. Ne? Guck mal, da sieht man sehr, sehr gut. Entweder rechts oder links. Rechts war abseits, links Larsen, kriegt er, zack, macht er. 101. Minute. Sehr, sehr schön. Der eine Stürmer geht, der andere kommt, macht sein Tor. Und vielleicht das Wichtigste für ihn in der Saison, sein erstes Tor in der Champions League. Jetzt seht ihr mal, wie das ist. Ja, in seinem ersten, zweiten Spiel. Ja, aber Larsen auch in der Bundesliga so wichtig, auch wenn er da immer reinkommt oder auch mal von Anfang an spielt. Der macht immer seine Buden. Der ist sehr, sehr, ja, unscheinbar wendig auch, finde ich, schnell. Und macht halt seine Buden, ne? Deswegen steht er vorne drin. Und deswegen führen wir jetzt 3-2 erstmal. Und jetzt hat Aston Villa natürlich nur noch die zweite Hälfte der Verlängerung. Aber auch da können sie immer ein Tor machen. Habt ihr gerade gesehen, das ging innerhalb von 2-3 Minuten gerade der Ausgleich. Jetzt müssen wir das nochmal 15 Minuten lang. Komm, beißen. Nochmal frische Kräfte vielleicht reinbringen. Außen Knauf wäre wichtig. Ja, Innenverteidigung ist eigentlich soweit okay. Götze für Außen würde ich jetzt halt nicht machen wollen, ne? Aber Mamouche, der ist halt auch platt. Dann bringe ich mal Götze rein. Ich hoffe, Götze mit deinem 67 Tempo, dass du zumindest den Ball hältst. Ja, musst du jetzt keinen mehr weglaufen, aber zumindest den Ball halten, Ball verteilen. Ich glaube, so einen kannst du jetzt nochmal gut gebrauchen. So, Viertelstunde noch. Alles fokussiert sich jetzt auf das Ziel Halbfinale. Und da ist schon Götze, genau. Der muss ihm nur auf den Sack gehen. Der muss, wie gesagt, dem gar nicht weglaufen, einfach ein bisschen stören. Aber Aston Villa riskiert jetzt natürlich Buendia. Ne, der kommt nicht an. Der darf nicht ankommen. Oh, Reste. Wie hat er den denn über das Tor bekommen? Aber das ging zum Beispiel auch wieder gar nicht. Ey, da ist Pacho eigentlich da gewesen. Der will eigentlich wegschlagen und dann Reste, zack. Indem er später reagiert und dann geht der Ball, das sieht man jetzt gar nicht, über die Latte drüber. Aber das nennt sich halt Spielglück. Das brauchst du dann halt auch mal in so einem Spiel. Dass der Ball halt auch mal nicht reingeht ins Tor, sondern dass der übers Tor geht. So, nächster Eckball. Wir stellen Reste mal ein bisschen weiter raus. Hab nämlich das Gefühl, ja, der kommt rein, so, und Reste. Und dann will ich aber trotzdem aufs Vierte gehen. Wenn wir die Chance haben, Aston Villa vom Tor wegzuhalten. So, Meier, komm, das ist der wichtigste Lauf deiner Saison. Bislang. Der Saison von dir. Meier, ja, ist keiner da. Müssen wir abbrechen. Ugarte, der ist auch schon platt. Also bei vielen, da zeigt der Tank schon rot an. Die laufen im roten Bereich. Aber geil, jetzt noch 5 Minuten. Ball laufen lassen, irgendwie. Ball nicht verlieren, aber die warten trotzdem immer noch vorne mit 3, 4 Mann. Klar, jetzt müssen sie es, aber immer noch. Die laufen seit 117 Minuten nur vorne irgendwie den Gegner an. Aber Lücken sind da und Götze. Ja, eine Aktion hat er noch. Orban. Zurücklegen auf Larsen. Nein, kommt nicht ran. 3 Minuten noch. Und wieder Defense. Da darf es dann auch mal eine Grätsche sein. Werner, Achtung. Oh. Jetzt bloß nicht die Nerven hier verlieren. Und den Überblick.
Moreno allein gegen alle. Werner ist da. Miretti, wir sind alle da. Wir stehen richtig. Kadiolu, Achtung. Kein Elfmeter, jawohl. Ganz, ganz wichtig. Und dann ist es vorbei. Dann ist es geschafft. Das Halbfinale. Mit uns. Aber was für ein Kraftakt. Sowohl im Hinspiel als dann auch besonders im Rückspiel. Hat richtig viel Spaß gemacht. Aston Villa. Richtig gute Truppe. Die haben nicht umsonst Real Madrid rausgehauen. Und jetzt sind wir im Halbfinale. Jetzt fehlen noch 2 Spiele bis zum Endspiel. Und jetzt bin ich gespannt, auf wen wir treffen. Die Bayern und Dortmund trennen sich 2:2. Ist auch das Spielende. Ich weiß gar nicht, wer das Hinspiel gewonnen hat. Ah, die Bayern. Also Bayern kommt weiter. Atletico und Manchester City. Ja, sehr, sehr interessantes Halbfinale dann auf jeden Fall. Ich würde mir... Tja, wen würde ich mir wünschen? Ist jetzt eigentlich egal. Halbfinale. Dann gibt uns Man City nochmal. Oder Atletico. Auch sehr unangenehm zu spielen wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es jetzt egal. Jetzt gibt es auch keine leichten Gegner mehr. Hat es auch noch nie gegeben in der Champions League. Also von daher, wir kriegen aber 10,6 Millionen. Das ist gut. Brauchen wir auch für unser Transferfenster dann, was wir wieder anstreben werden. Und jetzt gucken wir mal, wer der Gegner ist. Tabelle auch nochmal kurz verinnerlicht. Wir sind Zweiter. 1 Punkt vor Dortmund, 1 Punkt hinter Leverkusen. Und wir spielen auch, glaube ich, noch gegen Leverkusen oder Dortmund. Gegen irgendeinen von den beiden spielen wir nochmal. Also, Halbfinale. Es ist City. Also, ein zweites Mal gegen City. Nachdem wir in der Gruppenphase ja zu Hause gewonnen haben. Zu Hause verloren haben. Dort gewonnen haben. Und Atletico gegen Bayern. Also, es könnte ein deutsches Finale geben. Oder halt auch nicht. Schauen wir mal. So sieht es auf jeden Fall aus. Nächstes Spiel gegen Bremen. Die sind 17. Die stehen also kurz vorm Abstieg. Die brauchen auch jeden Sieg. Wird sehr, sehr spannend. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne da lassen. Kostenloses Abo. Und schaut gerne die anderen Videos, die in der Endcard verlinkt sind. Macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.